Hallihallöchen, willkommen zu einem neuen Video von der KTM Super Adventure R. Wenn das echt so gelaufen ist, wie ich hier annehme, dann habe ich gerade ein Video aufgenommen, voll geil in Timelapse-Modus. Und ich bin voll am Arsch, weil ich habe echt viel gequatscht und geiles Feedback zu diesem Bike gegeben. Aber es war alles in super fast forward. Also, ich bin gefahren, es ist super geil, es gibt eine abartige Hitze bei meinem linken Fuß. Soweit aber zu überleben. Genau, ich schaffe es irgendwie nicht mit dem Tempomat die richtige Geschwindigkeit einzustellen. Abstandstempomat scheint hier auch irgendwie nicht aktiviert oder nicht vorhanden zu sein. Weiß nicht, ob das geht, dass er überhaupt nicht vorhanden ist. Weil, ich habe das bei so einem Lieferwagen getestet, der wäre auf jeden Fall hinten auf ihn reingefahren. Und genau, auch echt merkwürdig, wenn der Tempomat auf 50 eingestellt ist, schaffe ich es irgendwie nicht, wenn ich 80 fahre, ihn auf 80 zu stellen. Ja, so die kleinen Mankos. Der Motor ist Wahnsinn. Da ist echt ein 50-50 Reifen montiert und dafür ist die... Ich gehe einfach ein bisschen rum. Also ihr zumindest jetzt was vom Bike seht, genau da ist ein 50-50 Reifen montiert und dafür ist die Leistung natürlich voll abartig. 3 Fahrmodi habe ich getestet, Rain echt schwächer im Durchzug, Sportmodus abartig, brutal, Street-Modus, beziehungsweise sagen wir einfach, ja, der normale Standardmodus, auch abartig geil am Durchsehen, also man spürt wirklich mit der 50-50 Reifen ist viel zu viel Saft von diesem Moped für diesen Reifen. Genau, aber die Elektronik kriegt das alles hin. Genau, beim Anbremsen spürst du ein bisschen, dass es schwimmt und je nachdem, wie man durchzieht, spürt man es ein bisschen. Aber ja, mega geiles Moped. Die Pads, also mit meinen Stiefeln, das eigentlich Motorradschuhe sind, aber die kein Profil haben. Genau, ich bin hier echt, also wenn ich im Stehen fahre, sind die Fußrasten etwas klein, etwas schwammig. Genau auch quasi, wo die Bremse ist und wo der Schalthebel ist. War gerade ganz spannend. Beim ersten Mal schalten habe ich quasi in die Luft geschalten. Habe das vorhin gezeigt. Ich hoffe, dass irgendwas davon verwertbar ist. Genau, aber hier quasi von Haus aus habe ich einfach hier draußen geschalten. Wie der Fuß war, könnte durchaus doppelt so lang sein, meiner Meinung nach. Aber, genau, man gewöhnt sich dran. Wie gesagt, man trainiert sich einfach Fuß reinrichten, schalten. Passt, ist immer am richtigen Punkt. Ansonsten, genau, hinten habe ich mich draufgesetzt, fühlt sich geil an. Bei der Ducati war das für meine Freundin echt störend. Die sind viel näher und die Sitzbank breiter. Genau, und bei langen Fahrten hat das bei ihr gedrückt. Hier habe ich mich drauf gesetzt. Ich glaube, das ist so weit weg. Wenn du ein schmales Mädel bist, was meine Freundin ist, danke dafür. Hast du auf jeden Fall genug Platz, sollte dann nichts aufsetzen. Sonst soweit super übersichtlich, sieht auch super modern aus und soweit kriegt man das mit den Controls auch relativ nah dran. C1, C2 Schalter, Custom belegbar. C1 habe ich jetzt gemacht, um auf den Fahrmodus-Screen zu wechseln, dann musst du hier trotzdem noch durchschalten. Die Detaileinstellungen für die einzelnen Fahrmodi habe ich jetzt nicht gefunden. Überall kann man nur quasi ABS und MTC MSR, Anti-Schlupfregelung quer und schräg quasi einstellen. Mehr aber auch nicht. Irgendwie sehr merkwürdig. Weiß nicht, lasse ich mir später erklären. Und sonst, Fahrverhalten mega geil. Auch vom Bauch hier. Ihr kriegt einfach das wird das mega geile Short Summary, Very Compressed Feedback Review. Fühlt sich auf jeden Fall geil an. Genau, hier quasi ist es auf jeden Fall schmäler. Ich würde sagen schmäler als die Africa Twin und schmäler als die Ducati Multistrada V4S. Fühlt sich aber nichts falsch an und nichts schräg an. Genau, von der Leichtigkeit war die Africa Twin vielleicht ein bisschen vorne, auch besonders beim langsamen Fahren. Motor ermöglicht aber auf jeden Fall das langsame und gemütliche Fahren. Wir haben es gesehen, einfach rollen, auch im 4. Gang, 50 kein Ding. Und auch das radikale Durchziehen. Genau, Drehmoment wirklich, wirklich super geil. Macht richtig Bock. Und ich finde, das Bike sieht in echt einfach viel geiler aus, als man das auf Fotos rüberkriegt. Also das passt schon. Auch die Front, ich habe mir gedacht, ich finde immer, also es sieht schon ein bisschen aus wie ein Stier. Man müsste die Hörner einfach umdrehen. Boah, wäre das abgefahren. Genau, und auch der Auspuff echt überdimensioniert auf den Fotos, aber so in echt. Je nach Winkel. Das sieht schon geil aus. Genau, Windschild sehr kurz natürlich, kommt alles in das Gesicht. Ist mir aber voll egal, ich stehe drauf, ich komme ja eh von Naked Bikes, dementsprechend hat mich nie gestört und das Windschild bei der Ducati war einfach riesig. Also ich brauche auch gar kein Windschild, ich finde das geil, wenn man ein bisschen was davon spürt. Ja, ich glaube, das ist soweit alles, was ich gesagt habe, genau beim Einfedern, also beim stark Anbremsen. Beim ersten Mal habe ich mich richtig gefreut. Bei der Africa Twin werden alle Warnblinkanlagen durchgehend angegangen, aber hier KTM Ready to Race. Du machst einfach eine Vollbremsung vor der Kurve, es macht ABS-Bremsung und dann haust du dich rein in die Kurve und keine Warnblinkanlage an, weil Ready to Race gehört sich natürlich so. Finde ich voll geil, gehört sich auch wirklich so. Ich weiß nicht, wenn ich fest in die Eisen steige, das ABS antriggert, brauche ich bei einem Moped echt keine Warnblinkanlage. Ist für mich viel zu früh, weil wenn man sportlich Kurven, Kehren, Bergpässe fährt, haut man da schon mal voll in die Eisen vor der Kehre und zieht danach wieder voll durch. Mache ich zumindest viel zu gern. Genau, Motor zieht mega geil von unten nach oben. Und ja,
Da gibt es nichts auszusetzen. Eigentlich habe ich mich direkt verliebt. Ist wirklich spannend. Die Africa Twin ist deutlich sanfter. Wieso vergleiche ich so viel mit der Africa Twin? Ich bin heute vor 4 Stunden auf der Africa Twin gesessen. Genau, sie ist wirklich sanfter, natürlich liebmütiger, ist ja auch, hat auch weniger PS und fährt smoother. Das Ding ist natürlich schon gemacht für Race, spürt man auf jeden Fall. Passt aber auch genauso. Alles rattenscharf. Bin wirklich sehr gespannt, was mir der Kerl von bezüglich Tempomat und also vor allem Abstandstempomat und C1, C2 Schalter erklärt. Ich habe euch jetzt nochmal den Short Summary gegeben. Echt schade, dass das ganze Video in Time Warp aufgegangen ist. Vorbereitung ist alles. Ich dachte, es wäre alles eingestellt. Wenn man beim Fahren manchmal ankommt und sich die GoPro aufhängt, dann wechselt er den Modi. Dann kriegt man das nicht mit. Ich glaube, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Naja, ich muss jetzt hier noch ein Foto machen. Genau, wegen elektronischen Fahrwerk will ich auch noch fragen, weil mir ist irgendwie unklar, wenn ich jetzt die Freundin drauf hau, was muss ich umstellen? Muss ich was umstellen? Tut es einfach seinen Job? Kann ich so nicht beantworten. Echt lustig. Und ja, werden wir den Kerl fragen. Genau, was ich vorher schon gesagt habe auch, super netter Laden kommt hier. Ich habe gar nicht gewusst, dass hier so geile Motorradstrecken sind. Ist wirklich traumhaft und der Laden hat extra viel Auswahl. Ich hätte eigentlich während einen Turnstiefel für die Freundin gesucht. Hätte ich gewusst, dass es dort so viel Zeug gibt, hätte ich sie auf jeden Fall mitgenommen. Da gibt es wirklich alles, also Finkels Motorraderlebnisse. Edge schon wieder. Puh. Okay, also einfach vor, rechts und dann kriegen wir das hin. Passt. Navi spricht, alles ist gut. Ja, Moped ist mega geil. Also ich habe den Kupplungshebel vorher zwischen 1 und 5 verstellt, habe irgendwie keine Veränderung gespürt beim Hebel. Ich weiß nicht, ob ich mich dran gewöhnt habe oder ob die Kupplung dann doch besser funktioniert hat. Aber ja, mega geiles Moped, mega geiler Laden. Mega sympathisch, alles perfekt geklappt, Übergabe geklappt. Alles vorbereitet. Danke dafür. Alles nice. Kann man echt nur so sagen. Ich glaube, beim Windschild kann man noch was machen. Kann man noch weiter runterdrehen. Ja, dass der Tag so geil wird vom Wetter, hätte ich selber auch nicht gedacht. Aber traumhaft. Ich habe heute 2 Probefahrten, morgen noch, übermorgen noch eine Probefahrt. Und ja, bin auch echt gespannt. Ich hoffe, ihr habt jetzt zumindest von den Fahreindrücken was, weil, sagen wir mal, die Fahreindrücke mit diesem Bike waren phänomenal. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, sich in die Kurven reinzulegen. Ich bin verhältnismäßig auf jeden Fall geil in den Kurven gelegen und auch hier gibt es die Möglichkeit, Probe zu fahren und sich geil dabei in die Kurven zu legen. Genau, was ich auch noch gesagt habe, man sitzt natürlich auch ein bisschen höher als bei der Ducati, also so drin, wie man bei der Ducati gesessen ist man echt nirgends. Und hier auch, genau vom Stehen her, stehe ich auch ein bisschen höher. Aber trotzdem noch gut. Also ich habe auch gesagt, jetzt habe ich quasi meine Stadt-Motorradschuhe. Aber meine Turnstiefel haben ja auch noch ein bisschen mehr Sohle. Ich glaube, dann stehe ich perfekt links und rechts. Was ich auch noch gesagt habe, war die Sitzbank. Die ist wirklich hier irgendwie phänomenal geil. Ich würde sagen, geiler als bei der Africa Twin. Du hast hier so ein Plateau, über so alten Fahrrädern quasi, ne? Und echt so geil drin sitzt. Also du kannst weiter hinten sitzen, du sitzt geil drin, du sitzt vorne geil drin. Also passt. Die Africa Twin war auch super von der Sitzbank. Aber auch anders, als ich typischerweise gewohnt bin. Und hier würde ich wirklich sagen, fühlt sich geiler an. Und fühlt sich irgendwie sexy an. Ich kann es schwer beschreiben, wieso es sich sexy anfühlt, aber fühlt sich sexy an. Und ja, auch gemütliche 15 Rollen. Passt soweit perfekt. Genau, ABS-Bremse habe ich durchgeführt, bremst perfekt. Ich gehe da vorne ein bisschen ein und danach ist es steif. Zieht richtig geil durch und dann gönnen wir uns doch mal. Mega geil, mega super geil in die Kurve rein, ist drauf. Und mit Schiefer ist abartig der Wert geil. Also 5 Meter fest drauf, runter, ein Genuss. Was ich jedes Mal bei der Ducati vermisst habe, dass wir es wirklich vorher Gas mischen. Also wirklich. Genau,
Ja, und man weiß halt nie, ob das der Reifen ist, wie sie in die Kurve fällt, oder ob das jetzt das Moped ist. Also verdammt, ich kann mir irgendwie echt schwer vorstellen. Wie man dieses Moped nicht komplett an geil finden kann. Und ja, ich habe mich schon klein wenig verliebt, also ich kann mir die Zukunft mit diesem Schmuckstück auf jeden Fall gut vorstellen. Es ist immer wieder geil, wie biestig so ein Gerät sein kann und wie mega geil es trotzdem auch durchziehen kann. Geil. Auch ohne Last, der Schaltautomat absolut smooth und mega geil. Auch spannend, wie sie so rollt, genau hier rein. Ich hatte es nicht gesehen. Direkt bei der Baustelle wird gerade umgebaut hier. Ja. Optik passt. Fahrgefühl passt. Geiler Bock. Kann man nur so sagen. Aber voll verrückt, dass sie echt 50-50 Reifen drauf haben. Haben jetzt heute echt direkt nach Borsjard fahren, glaube ich. LED-Blinker. Oh ja. Auch sehr sexy. Ja, hammerhart. Gibt nichts zu sagen. Ich lasse auch noch mal hier einfach die Animationen reinziehen. Part 2 wieder mal aus dem Fahrzeug. Und es war echt spannend. Also ich war nicht zu blöd, den Tempomat einfach auf eine höhere Geschwindigkeit zu stellen. Es geht so nicht. Im Sinne von, du fährst 50, du beschleunigst auf 80, du willst einfach wieder diesen Z-Knopf drücken. Kannst du nicht. Du kannst ihn immer nur deaktivieren und wieder auf die alte Geschwindigkeit reaktivieren. Wenn du ihn echt auf eine neue Geschwindigkeit wieder aktivieren willst, musst du ihn einmal ganz ausschalten, wieder Z drücken und dann hast du ihn wieder. Oh, das muss ich wirken lassen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das konzeptuell mit mir vereinbaren kann. Ja, ich kann das vereinbaren, das kriege ich rein. 3 Klicks innerhalb 0 Sekunden. Aber es ist mühsam. Ich habe viel gelernt und zwar nämlich die R hat mir jetzt echt richtig geil gefahren und da war kurz ein Informationsmismatch, aber man hat dann den Kollegen noch gefragt, genau, man kann nur die S mit Abstandstempomat haben, gibt es bei der R nicht. Auch elektronisches Fahrwerk, soweit ich das verstanden habe, ist nur in der S drinnen. In der R muss man das selber einstellen. Muss nochmal nachschauen, gebt auf jeden Fall euer Feedback hier, wenn ihr das besser wisst. Ich bin mir nicht sicher, ich habe das nur so interpretiert wegen den Hebel und von dem Feedback, was ich gekriegt habe. Der Kollege war sich auch nicht ganz sicher, deshalb aber war eine super geile Erfahrung. Genau, das war, was ich noch gefragt habe. Auf diesen 2 Custom-Knöpfen kann man auch nichts mit Media stellen. Genau, ich habe gesagt, wäre vielleicht geil, wenn man einfach das nächste Lied weiterschalten könnte oder irgendwie zu Medien springen. Geht nicht. Schade. Ansonsten von der Sitzhöhe, für mich, ich habe gehört, die S ist einfach ein bisschen höher, aber ich habe mich auch auf die S draufgesetzt. Ich komme eigentlich auch trotzdem gut runter. Ich denke, mit Turnstiefeln gar kein Problem. Ja. Echt schade, dass ich mich jetzt in die R-Farbgebung ein bisschen verblickt habe, weil ja die S gibt es auch nur in diesem ganz schwarz oder so viel orange und auch schwarz. Und ja, sieht, ich finde, muss echt sagen, das R, das rot-weiß-blau primär, eigentlich ein BMW-Farben, aber sieht mega geil aus. Steht ihr wirklich. Ja, steht ihr wirklich. Deshalb, ich lasse die Eindrücke jetzt wirklich. Ich habe auch gesehen, da könnte ich auch eine Norden 901 Pro fahren. Sie waren auch voll nett und haben wirklich gesagt, könnte ich auch Pro fahren. Ich kann auch eine KTM 890 Adventure Pro fahren. Für heute habe ich keine Zeit mehr. Ich habe noch mit einem Kollegen Fitnessstudio ausgemacht. Ich freue mich schon riesig, nach dem Urlaub auch wieder mal pumpen zu gehen.
Und ja, das war's heute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich finde auf jeden Fall, das Bike ist brutal geil, macht richtig Laune und der Schaltautomat ist auf jeden Fall das, was mir in Erinnerung bleibt, weil der war perfekt rauf und runter schalten. Das war einfach orgasmisch. Phänomenal geil. Ich werde davon träumen heute. Wirklich mega geil. Der Durchzug auch vom Bike, Kurvenlage, Schräglage für den 50-50 Reifen war das heute einfach Schaka Schaka. Bin auch echt richtig gespannt, wie das Timelapse-Video der ganzen Probefahrt aussieht, weil ich denke, genauso ist es geworden. Ich hoffe, ich habe alles Feedback hier zusammengefasst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke, falls euch allgemein noch interessiert, wie das so weitergeht mit dem Moped. Und ja, ich freue mich riesig. Heute war ein anstrengender Tag, habe viel mit der Versicherung regeln müssen, war echt schwer, da jemanden zu erreichen und das läuft nicht ganz so optimal, wie man sich das wünschen könnte. Aber ich denke, ab heute läuft's. Muss sich scheinbar immer wieder erst bei dem Vorgesetzten beschweren, wenn das nicht läuft, damit es läuft. Aber wenigstens läuft es dann. Sehr mühsam, dass man aber diesen Schritt oft machen muss. Scheint bei mir auf jeden Fall so zu sein. Also ich habe 8 Arbeitstage gewartet und ich bin nach dem Urlaub zurückgekommen und ich habe die Unterlagen noch immer nicht in meinem Briefkasten gehabt, dass ich einfach überhaupt mal alles dorthin schicken kann, dass diese 1 Monatsfrist verläuft, bis ich quasi Geld von der Versicherung sehe. Genau, deshalb 8 Tage verschenkt, aber sie sind mir heute sehr entgegengekommen, kann man mal so sagen, und ich habe die Unterlagen dann sofort bekommen. Aber ja, trotzdem sehr mühsam. Dafür bin ich heute stundenlang in der Hotline gehängt. Habe mich immer wieder aufgeregt über dasselbe. Aber in diesem Sinne, Positive Vibrations. Hier nochmal ein Cut. Wie geil dieses Moped war. Viel Spaß, lasst es krachen. Bis zum nächsten Video. Tschüss und Baba. Ciao. Ich muss mich wieder aufs Autofahren konzentrieren, aber falls da wirklich Timelapse war, muss ich das nochmal in Worte fassen. Und zwar dieser Auspuff bei der KTM, wenn du echt davor stehst, wenn du das wirklich mal als Vergleich siehst, dann hast du wirklich bei diesem Moped so ein großes Gerät, dass du einfach gar keine Hose anziehen musst. Du musst nur noch nackt rumlaufen, weil dieses Ding ist doch wirklich abartig riesig. Aber ich finde, im Verhältnis allgemein sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Also wenn das Bike wieder so da steht und der Winkel und wie es kommt, passt es schon. Aber ja, wenn du einfach so direkt drauf schaust oder das an der Wand hängen siehst, im Laden ist auch an der Wand gehängt, echt verrückt. Herrlich noch. Ein Zusatz noch zum KTM Super Adventure R Review. Und zwar, echt herrlich, sie haben wirklich nicht gewusst, und zwar sowohl der Verkäufer als auch sein Chef, der Spezialist auf diesem Motorrad ist und schon 2000 Kilometer damit gefahren ist, dass der Tempomat tatsächlich noch einfach über einen zweiten Knopf auf der Rückseite des Lenkers verfügt. Sehr, sehr fragwürdig. Genau, ich habe es glaube ich schon erwähnt, deshalb nochmal vielen Dank an Euromotors Graz. Ihr habt das wieder mal kompetent und perfekt astrein geklärt. Und ja, ihr seid definitiv die besten Händler da draußen. Kann ich nur immer wieder unterstreichen. Also man kann, wenn man 50 fährt, den Tempomat stellen, auf 80 beschleunigen und mit der Taste auf der Rückseite des Lenkers die neue Geschwindigkeit einfach 80 setzen. Dann funktioniert alles perfekt. Genau, woran ich gescheitert bin, war eben der Fall, dass man 50 fährt. Einfach, man sieht quasi nur diesen primären Knopf vorne. Ich dachte, es gibt nur einen Knopf, könnte man vielleicht auch mit einem Knopf regeln. Genau, also man fährt 50, beschleunigt auf 80 und möchte die neue Geschwindigkeit setzen und das ist quasi für mich während der Probefahrt nicht möglich gewesen. Dann habe ich eben nachgefragt, wie das gehen sollte und sie haben mir gesagt, es geht nicht. Spannend, wirklich spannend. Ich habe immer wieder das Glück, irgendwie mit Fake News konfrontiert zu werden. Es ist traurig. Ich weiß nicht, ob wir einfach zu viel wissen, weil wir uns das Wissen halt selber aneignen können, oder ob die Händler einfach zu wenig wissen. Für mich eindeutig zweiteres, weil er muss ja die wahre Quelle der Weisheit sein. Eindeutig. Passt. Servus.